Hallo liebe Leute da draußen, ich bin's wieder, euer Dave. Heute geht's mal um das Thema Freihandarbeiten und wie man schnell besser wird und wie man da eben zum Ziel kommt. Da gibt es nämlich ein paar einfache Techniken, die man üben kann, um das einfach zu verbessern. Das kriege ich doch mit am meisten gefragt. Da habe ich mir gedacht, ich bastel euch da mal was Feines und habe mich da hingesetzt. Und wir gehen jetzt mal davon aus, wir sind jetzt wieder hier völliger Anfänger und haben jetzt noch nicht so viel Ahnung. Dann würde ich sagen, fangen wir nämlich mal wieder kurz von vorne an. Und zwar nehmen wir unseren Kompressor und stellen da 2 bis 1,8 Bar ein zum Arbeiten. Dann brauchen wir natürlich noch die Airbrush-Pistole. Wir brauchen ein Gefäß mit Wasser und einer Pipette zum Verdünnen der Farbe und auch zum Reinigen, ein Pinsel, ein normales Tuch, Haushaltsrolle und eben die Farbe. Und warum der Pinsel? Das ist ganz einfach, wir arbeiten ja mit der Schutzkappe hier und reinigen die dann eben, indem wir da mit dem Pinsel einfach kurz reingehen und die sauber machen und das dann eben wieder aussprühen, und dann ist die Gefahr einfach nicht da. Ohne Schutzkappe ist die Gefahr halt relativ hoch, dass man als Anfänger relativ schnell mal an den Untergrund andockt und dann ist die direkt kaputt. Ich arbeite eigentlich ja auch immer ohne, weil dann kann ich vorne den Dreck eben so abziehen und dann ist es immer gleich sauber. In dem Fall empfehle ich euch einfach, nehmt den Pinsel und das Wasser. Das ist eigentlich auch nicht schlecht, funktioniert ganz gut, habe ich am Anfang auch immer so gemacht. Und wenn ihr dann eben irgendwann mal ein gutes Handling habt, dann könnt ihr die auch weglassen. Ist aber wie gesagt einfach Übungssache. Und ja, dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch gleich mal die Farbe rein und verdünnen die und mischen die kurz durch. Das zeige ich euch auch noch mal kurz. Und dann können wir nämlich gleich schon starten. Natürlich noch kurz zum, warum wir die sauber machen, ist natürlich, weil wir während dem Arbeiten sammelt sich an der Spitze vorne immer ein bisschen Farbe zurück. Da sammelt sich immer ein bisschen was an und man macht sie eben dann entweder ohne Schutzkappe mit den Fingern weg oder eben mit dem Pinsel dann mit der Schutzkappe, weil wenn die irgendwann zu ist, dann geht da eben nichts mehr. So, jetzt nehmen wir uns hier unsere Verschlusskappe. Die habe ich einfach von einem alten Stift genommen und da hauen wir jetzt nachher, damit mischen wir jetzt die Farbe eben. Das funktioniert recht easy. Dafür nehmen wir unsere Farbe her, mischen die natürlich gut durch, setzt sich mit der Zeit natürlich immer das Bindemittel vom Pigment ab, also immer gut schütteln. Dann tue ich da eben immer so 5-6 Tropfen rein, aber das ist mehr so eine Gefühlssache, und dann auch ein paar Tropfen Wasser und dann kann es eben schon relativ gleich durchgemischt werden. Und zwar machen wir vorne die Düse quasi dicht und geben ein bisschen Luft und dann voilà, es blubbert und die Farbe ist gut durchgemischt. Einmal kurz ein bisschen aussprühen und die funktioniert jetzt einwandfrei. So, und bevor wir jetzt einfach loslegen mit den Übungssachen, die ich euch da habe, macht euch als Anfänger am besten immer vor Beginn so einer Übung, also wenn ihr das anfangt, einfach auch generell vor allen anderen Arbeiten bietet sich das immer ungemein an, einfach kurz 10 Minuten auf einem leeren Blatt Papier oder 10 oder 20 Minuten einfach ein bisschen zu airbrushen. Einfach aus dem Grund, dass sich das Ganze einfach ein bisschen, dass ihr ein bisschen in die Pistole reinkommt, dass ihr ein bisschen Gefühl dafür kriegt. Falls ihr jetzt am Anfang doch noch rumspinnt und so, das ist ja voll oft der Fall, dass man nochmal kurz durchpusten muss mit Wasser oder nochmal die Nadel ein bisschen oder ein bisschen an der Spitze irgendwie. Also bevor euch das nachher dann beim Übungsblatt passiert, einfach hier schauen, dass ihr mal so ein bisschen reinkommt in das Ganze und ja, tobt euch da einfach ein bisschen aus. Das empfiehlt sich einfach und macht es euch dann hinten raus einfacher mit der Airbrush umzugehen und ihr übt auch da schon mal einfach so Grundsachen
Und wenn ihr das Ganze dann gemacht habt, dann könnt ihr nämlich weiter an die anderen Geschichten rangehen. Und wie gesagt, tobt euch da ein bisschen aus. Es muss nicht, es kann sinnfrei sein, es soll einfach nur ein bisschen Übung sein, damit eben da einfach ein bisschen schon was passiert. Und ja, ich zeige euch mal, wie ich da jetzt noch so ein bisschen rumkritzel und dann würde ich sagen, fangen wir mal gleich mit dem ersten Blatt an und dann bis gleich. So, da sind wir zurück und dann kann es doch gleich mal losgehen mit dem ersten Übungsblatt. Und zwar haben wir hier ein schönes Labyrinth. Die ganzen Dateien packe ich euch natürlich als, ich denke mal, werde ich wahrscheinlich irgendwie als PDF oder so komprimieren und unten in die Infobox mit reinhauen. Dann könnt ihr euch das Ding runterladen und daheim selber ausdrucken zum Üben. Hier haben wir ein schönes Labyrinth. Hier geht es eigentlich nur darum, um zu schauen, dass ihr einfach schön in den Linien bleibt und da ein bisschen einfach übt, wie man einen konstanten Strich hat. Und ihr müsst das Ganze so ein bisschen sehen wie bei Dr. Bibber. Bloß nicht den Rand berühren. Und wie gesagt, damit könnt ihr einfach schon mal ein bisschen üben, in der Spur zu bleiben, eine gewisse Dicke einzuhalten, wie weit man weg ist vom Untergrund, wo ist die Mitte von eurer Airbrush. Solche Sachen sind essentiell für den Anfang. Viele sind ja schon überfordert, weil sie einfach am Anfang nicht wissen, wo genau der Strahl endet. Man hat natürlich irgendwann so ein gewisses Feeling dafür und weiß, da ist ungefähr die Mitte, da kommt das Ganze ungefähr hin. Könnt ihr hier halt einfach perfekt üben. Es geht natürlich nicht darum, jetzt ans Ende zu kommen. Ich mache es trotzdem, weil es hat mich jetzt gestört. Ich muss es einmal fertig machen. Aber wie gesagt, macht es da einfach das ganze Blatt am besten voll und probiert da einfach mal ein bisschen mit eurer Airbrush aus, wie dick der Strahl ist, aus welcher Entfernung, wie weit ihr entfernt sein müsst und so weiter. Und wie gesagt, wenn sich dann jetzt, so wie jetzt, dann ein bisschen Dreck ansammelt, dann einfach kurz mit dem Pinsel und dem Wasser kurz vorne ein bisschen die Düse sauber machen, aber halt auch da vorsichtig sein und dann eben wieder weiter airbrushen, weil eben durch dieses immer wieder Farbe und Stoppen und so sammelt sich da halt einfach zwangsläufig etwas Farbe an. Ist aber hier jetzt, wie gesagt, dann gar kein Problem für euch. Da könnt ihr nichts kaputt machen. Und ihr könnt es auch von mir aus üben, anzuhalten an den Ecken und dann wieder erneut zu airbrushen, um da einfach zu üben, immer wieder mit der gleichen Dicke weiterzuarbeiten. Aber das ist dann schon wieder ein bisschen schwieriger. Da empfiehlt sich dann, wie gesagt, einfach ein bisschen das Austesten. Und ja, das ist eigentlich schon mal eine ganz hilfreiche Sache, denke ich mir. Das wird euch auf Dauer ziemlich helfen, einfach besser zu werden, weil es hier einfach um das Freihandarbeiten geht. Und die meisten wollen Freihand arbeiten. Die meisten wollen nicht mit Schablonen oder mit anderem Zeug arbeiten, sondern eigentlich hauptsächlich Freihand. Und damit wird es trainiert. Man kann da ein bisschen rumexperimentieren, ein bisschen, so wie ich jetzt einfach mal versuchen, immer die Ecken dann doch wie so ein Ball zu berühren und. Also da könnt ihr euch gerne ein bisschen austoben. Wie gesagt, macht das Ganze am besten nicht wie ich jetzt hier im Liegen. Das habe ich natürlich aufnahmebedingt gemacht, aber sonst würde ich das Ganze auch stehend machen, damit ich einfach weiter weg, also damit ich voll Freihand arbeiten kann und eben nicht so anliege. Und ja, das ist schon mal das erste Blatt Nummer 1 und es wäre ja langweilig, wenn es nicht noch ein bisschen krasser geht. Und habe ich euch gleich mal noch ein richtig großes, richtig kleines Labyrinth gebastelt. Da könnt ihr jetzt euch noch weiter austoben und natürlich ist der Schwierigkeitsgrad hier einfach schon durch die engeren Räume bedingt einfach schon größer.
Da sieht man jetzt zum Beispiel, da war die Nadel dreckig. Ich arbeite natürlich jetzt wieder ohne Kappe. Dann kann ich die natürlich wieder hier einfach so abziehen und dann ist die wieder einigermaßen sauber. Und kann dann hier schon arbeiten. Aber wie gesagt, das ist auch schon wieder Next Level. Das ist schon wieder ein bisschen schwieriger und da könnt ihr euch gerne erstmal überall die erste Version gönnen, auch bei den anderen Techniken. Ich habe immer so 2 Schwierigkeitsgrade gemacht für die Anfänger und dann kann man da mal ein bisschen rumexperimentieren. Wenn man dann merkt, dass man dann besser wird, dann kann man sich auch gerne an das hier rantrauen. Und ja, einfach auch hier, Übung macht den Meister. Man denkt sich am Anfang immer Gottes Willen, aber wenn man einfach übt, dann wird man irgendwann merken, dass es leichter fällt, dass es besser gelingt, das bessere Handling hat mit der Airbrush-Pistole. Und dass es einfach tendenziell einfach nur besser wird. Also wenn ich meine ersten Arbeiten anschaue, die sehen teilweise auch richtig scheiße aus, um es mal grob zu sagen. Klar, damals war ich mega stolz drauf und ist ja auch richtig so, aber im Vergleich zu jetzt ist es natürlich wieder Welten, aber das macht halt einfach die Übung aus und das ist so mit allem im Leben, das kann ich euch nur mitgeben. Nicht so schnell die Motivation verlieren, einfach dranbleiben. Und ja, da sieht man einfach, da hat man jetzt einiges zu tun, um das auszufüllen und ihr könnt natürlich auch, wenn es euch leichter fällt, mit ein bisschen dickeren Abstand arbeiten. Einfach so, wie ihr das denkt. Wenn ihr natürlich jetzt Probleme habt, extrem dünne Striche zu machen, weil ihr das noch nicht so drauf habt mit dem nahen Untergrund, dann natürlich bleibt ruhig gerne ein bisschen weiter weg. Nehmt dafür die erste Version vom Labyrinth, die ist natürlich ein bisschen größer und übt dann einfach das und werdet da kleiner und dann könnt ihr natürlich irgendwann hier auf dieses große wechseln. Aber auch hier, es muss Minimum einmal durchgelaufen sein. Das muss natürlich einfach sein. Und ja, das ist dann schon mal der erste Teil. Und da einfach üben. Meine Linien sehen hier teilweise auch ganz schön zittrig aus, aber das liegt auch tatsächlich daran, dass ich im Liegen arbeite und das mag ich tendenziell fast gar nicht. Ich arbeite eigentlich immer gerne den Sachen hochkant, weil dann liege ich jetzt nicht wie dort so auf mit den Armen und dann gibt es dann doch ein schöneres Bild. Das aber zur Technik oder Übung Nummer 1. Jetzt kommen wir zur Übungsblatt Nummer 2 und da sehen wir schon schöne Kreise. Da üben wir jetzt eine Sache, damit macht man zum Beispiel Sterne. Ihr kennt das, ihr habt das schon öfters bei mir gesehen, aber hier geht es einfach darum, einen Punkt zu setzen und mit der Airbrush nach hinten wegzugehen. Da üben wir einmal den Farbverlauf. Wir üben einfach, um zu schauen, wo ist die Mitte von unserer Airbrush beim Sprühen. Das werdet ihr sehen, da werdet ihr richtig schnelle Fortschritte machen, das sage ich euch, wenn die schön sauber ist und eine gerade Nadeldüse hat, natürlich vorausgesetzt, da passt alles. Könnt ihr nämlich dort einfach üben, wo ist das Zentrum der Pistole. Das haben ganz viele, ich immer mitgekriegt habe, ein Problem damit, wenn sie nicht wissen, wo die Farbe ankommt. Das ist klar, für so einen Profi, dann denkt man sich ja, das ist doch klar, aber für einen Anfänger ist das nicht klar und da könnt ihr es natürlich super üben. Und da meine ich eben, das mit dem Pinsel einfach ein bisschen mit Wasser rein, erstmal schön mit der Luft dann wieder das Ganze aussprühen und dann könnt ihr da wieder loslegen. Das geht natürlich mit Kappe auch, also ich mache es mit Kappe am Anfang. Genau, und dann setzt einen Punkt und geht nach hinten. Die sind jetzt schon ein bisschen arg kleiner. Ihr könnt sie natürlich auch größer machen, um den Rand zu erreichen, einfach um einen Farbverlauf hinzukriegen. Versucht immer klein zu starten und dann eben das auszumalen, mehr oder weniger. Und da, wie gesagt, übt ihr einfach diesen zentralen Punkt in der Mitte. Ihr übt eben, wie weit man weg muss vom Untergrund. Das ist natürlich so ein Spiel aus allem so ein bisschen, aus wie nah muss ich ran, wie viel Farbe benutze ich und wie schnell gehe ich nach hinten weg. Und das ist eigentlich, finde ich, hier eine ganz coole Sache, um das zu üben. Das fällt euch dann halt nachher bei euren Projekten dann viel leichter, das dann einschätzen zu können. Okay,
ungefähr so und es verläuft sich so aus. Und ja, da habt ihr dann einfach genug Übungsmöglichkeiten. Und wie gesagt, in der Infobox sind dann die Bilder entweder zusammengefasst oder einzeln, muss ich mal schauen, wo ich es hochlade, und da sind die dann verlinkt unten. Dann könnt ihr euch das auch runterladen und jederzeit daheim selber drucken zum Üben. Und genau, wie gesagt, einfach nach hinten weg und das Ganze üben. Davon haben wir natürlich auch eine etwas schwierigere Version. Wenn ihr dann da schon das Gefühl habt, ihr seid gut drauf, dann nehmt ihr die nächste. Wie gesagt, wenn ihr das noch nicht so gut könnt, macht ihr überall die ersten Übungen und dann irgendwann vielleicht die zweiten. Ja, und das sieht halt schon gleich mal ganz anders aus. Oben haben wir die gleiche Größe und dann nach unten gehen, einfach ein bisschen kleiner werdend immer. Und da sieht man eben, da kann man dann mal schön schauen, wo ist die Mitte. Jetzt float es bei mir auch langsam wieder. Ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr geairbrushed. Einfach arbeits- und situationsbedingt. Brauche ich ja nicht erwähnen, glaube ich. Und ja, da sehen wir einfach schön, wie das Ganze dann aussieht. Und da einfach auch immer Punkt setzen und nach hinten weggehen. Punkt setzen, nach hinten weggehen. So, hier unten wird es natürlich richtig schön fies. Da sind die richtig schön klein. Aber auch hier einfach mit Präzision und Geduld schön in die Mitte und dann einfach auch hier ausfüllen. Da könnt ihr echt schön die ganzen kleinen Punkte und Abstand und etc. Ich habe es ja schon jetzt mehrfach erwähnt. Einfach schön üben. Das, denke ich mal, ist auch eine recht coole Sache. Und somit haben wir eigentlich schon zwei große Dinge fürs generelle Airbrushen eigentlich schon in den Übungen mit drin. Einmal ja so die Anfangssachen für die Grundsachen, hier eher so Abstand und Punktsetzung und Mittefindung und Farbverläufe, und genau, da sieht man es jetzt richtig schön. Punkt setzen und ausfüllen, dann habt ihr da richtig einen schönen Punkt. Und wie gesagt, da einfach der Clou, wie viel Farbe gebe ich, wie schnell gehe ich zurück. Und ja, einfach ein Zusammenspiel aus all den Sachen, das könnt ihr, wie gesagt, dann da einfach schön dran ausprobieren. Und nicht entmutigen lassen, wenn es nicht gleich klappt. Das wird sicher bei dem einen oder anderen dann nicht auf Anhieb funktionieren, das ist auch normal. So, und dann kommen wir schon zum dritten Teil dieser Übung. Und zwar haben wir hier schöne gerade Striche drauf. Ja, schön mein Logo mit oben drauf gepackt. Und zwar könnt ihr hier einfach üben, diese Verläufe von dick nach ganz dünn als Strich. Um das auch einfach mal zu üben ohne dass wir groß vom Untergrund arg weggehen, dann auch wieder ein Zusammenspiel, bloß jetzt gleiche eigentlich wie bei den Punkten, bloß hier halt mit dem geraden Verlauf. Wenn es dann auch mal gerade aussehen, da ist meine Hand heute auch nicht so ruhig. Und genau, da könnt ihr diese, ich glaube auch Dagger Strokes nennt man die, einfach üben. Und das bietet sich da halt auch schön an, weil wir hier einfach gleichbleibende Abstände haben. Und dann kann man da mal schauen. Wenn es einem schwieriger fällt, kann man natürlich auch am Anfang ein bisschen dicker machen, so wie jetzt hier. Oder auch einfach nur gerade Striche üben. Das könnt ihr dann selber ein bisschen anpassen, je nachdem wie gut ihr die im Griff habt schon oder wie nicht. Dann könnt ihr das einfach ausprobieren. Aber auch hier eben die Gefahr, dass die
Nadel schnell den Untergrund berührt und beschädigt werden kann. Deswegen ganz wichtig, immer schön die Kappe mit drauf lassen. Und wenn euch das Ganze natürlich hier auch gefällt und ihr auch euch das gut gefällt und ihr damit auch gut was anfangen könnt, dann lasst mir gerne ein Like, ein Abo oder einen Kommentar da. Am besten natürlich alles 3. Da habe ich kurz mal demonstriert, was passiert, wenn man mit der Nadel den Untergrund berührt. Also mit der Schutzkappe, da passiert nicht allzu viel. Also da auch keine Sorgen. Aber wie gesagt, lasst mir da gerne ein Abo da. Das würde mich sehr freuen. Das supportet mich natürlich. Und da habe ich auch richtig Freude dran, wenn ich sehe, dass ihr damit was anfangen könnt. Ich mache mir da natürlich auch gerne die Mühe für euch. Und wäre jetzt natürlich auch hier langweilig, wenn es nur eine Art davon gibt. Hier haben wir gleich noch eine zweite. Und ein bisschen Heißkleber noch von einem anderen Projekt. Weg damit. Und zwar haben wir hier jetzt oben schon etwas kleinere Abstände und dann natürlich Mitte und unten ganz, ganz enge. Da geht es dann richtig, wird es richtig tricky. Da könnt ihr eben das Ganze auch üben. Einfach immer mit einem höheren Schwierigkeitsgrad, aber das ist natürlich auch schon sehr schwierig. Und wenn ihr das schon hinkriegt, dann seid ihr schon relativ gut. Und da auch nicht verzagen, gerade ganz unten ist wirklich richtig fies von mir gemacht. Da ist es richtig schön eng, da wird es dann richtig anstrengend mit dem Airbrushen. Und ja, da habt ihr einfach eine richtig gute Challenge für euch und eben eine gute Übung. Und eben aus dem Zusammenspiel der 3 verschiedenen Übungen, einmal das mit dem Labyrinth, einfach durch komplette Handkoordination, Feeling, durch die zweite Übung eben mit der Punktsetzung, mit dem Abstand, mit der Mittigkeit der Airbrush und jetzt eben hier auch nochmal die Übung einfach auch mit den Farbverläufen und der generellen Verlauf. Also da könnt ihr viel rausnehmen, glaubt es mir. Damit werdet ihr eure Freihandarbeit sehr schnell sehr verbessern. Und da sage ich jetzt gerade einfach nochmal, dass ich eher das Ganze halt stehend gemacht hätte. Da habe ich eine viel ruhigere und bessere Hand und kann auch besser Striche ziehen wie jetzt so liegend, wo meine Hände dann auch so bescheuert aufsetzen. Aber hier unten mal, die sind richtig fies. Da seht ihr, da habe auch ich schon langsam so Probleme drin zu bleiben, weil es sehr eng ist. Aber das ist natürlich nochmal die richtige Challenge für euch. Also da braucht ihr nicht traurig sein, wenn ihr das nicht so gut hinkriegt. Da habe ich schon auch Probleme. Und das ist richtig hier Expertenstatus. Und ja, wer die besondere Herausforderung sucht, ist hier gerne bedient. Das war es eigentlich auch schon mit den Übungsblättern. Also wie gesagt, ich packe sie euch in die Infobox als Download für euch. Wenn dieser Download mal nicht mehr funktionieren sollte, was bei solchen Portalen öfters der Fall sein kann, wenn man die da hochlädt, dann mir einfach kurz in die Kommentare schreiben und dann lade ich das wieder erneut für euch hoch. Wie gesagt, ihr könnt euch dann die ganzen Sachen hier ganz easy und einfach ausdrucken und immer wieder benutzen und viel Spaß beim Üben. Ich hoffe, es bringt euch was. Wie gesagt, supportet mich gerne mit einem Like oder einem Abo und in dem Sinn viel Spaß.